Du hast dich also entschieden, Filme zu machen. Oder warum hast du dich in diesem Video verirrt? Überleg's dir nochmal, denn dieses Hobby wird dich unendlich viel Zeit kosten. Gut investierte Zeit, denn wenn du wirklich Spaß daran hast, wird dir dieses Hobby unendlich viel Freude bereiten. Wahrscheinlich hast du schon viele qualitativ hochwertige Videos auf YouTube gesehen. Du fragst dich, wie man das macht und willst es auch lernen. Denkst dir, dass es alles sehr gute Ausrüstung sein muss, die da benutzt wird. Ohne große Investition bekommst du das nicht hin. Eigentlich kannst du es also auch direkt wieder sein lassen. Mehr als ein bisschen Kleingeld hast du eh nicht über. Mag sein, aber eigentlich bin ich ziemlich sicher, dass du schon alles hast, was du brauchst. Alles, was du brauchst, ist dein Smartphone. Dieses geniale und teuflische Ding, was mittlerweile dein ganzes Leben bestimmt. Echt eine Katastrophe, wie sich damit das soziale Leben verändert hat. Aber ganz ehrlich, wie konnte man eigentlich ohne auskommen? Verdammt, wo ist es hin? Das Wichtigste zum Filmemachen ist eine Kamera und ein Mikrofon. Beides hat dein Smartphone. Gutes Audio ist dabei immer wichtiger als das Bild. Deine potenziellen Zuschauer werden ein verwackeltes und verpixeltes Bild eher tolerieren als schlechten Ton. Wenn aber nur Grütze zu verstehen ist, wird sich das niemand länger antun als nötig. Diesen Fehler macht wahrscheinlich jeder am Anfang. Ging mir auch so. Schaut euch meine ersten Videos an. Ganz schlimmes Audio. Hier, ein Ausschnitt. Oh hey. Zum Glück gibt es Untertitel. Fehler machen ist immer gut. Nur so lernst du daraus und kannst es beim nächsten Mal besser machen. Zugegeben, das Smartphone ist nicht immer optimal, aber gerade am Anfang vollkommen ausreichend. Konzentriere dich unbedingt, erstmal vernünftige Aufnahmen zu machen, bevor du in teures Equipment investierst. Viele Anfänger glauben, dass mit gutem Equipment die Videos automatisch besser werden. Wenn du aber das Equipment und die Grundlagen nicht beherrschst, dann lässt sich da normalerweise nichts Gescheites draus machen. Dein Smartphone kennst du bereits in- und auswendig. Und ganz ehrlich, die Dinger haben ja schon lange richtig gute Kameras und kosten ja deswegen auch entsprechend Geld. Du hast ja also bereits richtig gute Ausrüstung. Und es gibt genügend Filmemacher, die ihre kompletten Videos ausschließlich mit dem Smartphone machen. Was du am Anfang einfach lernen musst, sind die Grundlagen, um Filme machen zu können. Wenn du am Anfang investieren möchtest, investiere zuerst in ein preiswertes externes Mikrofon. Zum Beispiel so eins hier. Und einen Windschutz. Das ist dieser modische Fusselball hier. Meins ist übrigens ein Montagsmodell und taugt trotz guter Bewertung gar nichts. Ich habe es gerade dran, sollte man, denke ich, hören. Und damit deine Aufnahmen stabiler sind und nicht verwackeln, kauf dir noch ein Stativ mit Halterung für dein Smartphone und das externe Mikrofon. Damit hat man 50 bis 100 Euro investiert, um die nächsten 6 Monate je nach Lernfortschritt erstmal ausgerüstet zu sein. Das bisschen verbessert sehr viel und zieht, wenn du damit draußen rumrennst, viel mehr Blicke auf dich, als dir lieb ist. Zusätzlich kannst du noch in diverse weitere Halterungen investieren, um dein Smartphone überall befestigen zu können. Damit kannst du schöne kreative Aufnahmen machen. Mit diesem Setup habe ich meine ersten 11 Videos gedreht. Schau sie dir gern an, wenn du Bock drauf hast. Aber ja, irgendwann ging mir das Filmen mit dem Smartphone ziemlich auf die Nerven. Der fehlende Weitwinkel meines Smartphones macht Nahaufnahmen bei wenig Platz fast unmöglich. Weiterhin kann ich mich nie selbst sehen, weil ich natürlich immer die viel hochwertigere Rückkamera meines Smartphones nutze. Beides führt oft dazu, dass ich manche Szenen oft 4 bis 5 Mal drehen muss, weil natürlich immer irgendwelche bedeutenden Stellen nicht im Bild sind. Oft will ich auch irgendwas im Smartphone nachgucken. Oder einfach, wie hier, mein Skript nachlesen. Absolut nervtötend. Kannst du nicht machen, wenn du endlich nach 5 erfolglosen Versuchen die optimale Kameraposition gefunden hast. Nutz dafür einfach ein Tablet oder dein Vorgänger-Smartphone, wenn du das noch irgendwo rumliegen hast. Mir ging das irgendwann so auf die Nerven, dass ich mich entschieden habe, Geld in die Hand zu nehmen und mir eine Zweitkamera zuzulegen. Ja, korrekt, vollkommen falsch. Du hast ja gerade gelernt, dass du immer erst in gutes Audio investieren sollst und dann erst in das Bild. Aber ich musste einfach die größeren Schmerzen stillen. Das Audioproblem habe ich mit der Editiersoftware einigermaßen in den Griff bekommen. Bevor du dich für eine Zweitkamera entscheidest, solltest du dir genau überlegen, was du willst. Meine Kriterien waren ein zusätzliches Frontdisplay, damit man auch sehen kann, falls gerade was bei der Aufnahme schief läuft. Weitwinkel, möglichst klein und robust
und letztlich eine Möglichkeit zur Ausbaufähigkeit. Als Kameras kamen die Sony ZV-1, die Canon PowerShot G7X, die GoPro Hero 10 Black und die DJI Osmo in Betracht. Alles Standards-Vlogging-Kameras mit bereits stolzen dreistelligen Eurobeträgen. Ich habe mich für die GoPro Hero 10 Black in der Creator Edition entschieden. Damit habe ich alle Kriterien erfüllt und konnte auch direkt das Audio verbessern, weil die GoPro Media Mod mit dabei ist. Zur GoPro habe ich ein Unboxing-Video gemacht. Findest du in der Videobeschreibung und in meinem Kanal, falls es dich interessieren sollte. Das ist für mich das optimale Setup und ich bin sehr glücklich damit. Alle genannten Kameras sind übrigens klasse. Du musst dir einfach überlegen, was du brauchst und wie viel Geld du dafür ausgeben möchtest. Der große Vorteil einer Zweitkamera ist übrigens, dass du eine Szene aus zwei unterschiedlichen Kameraperspektiven gleichzeitig drehen kannst. Das eröffnet viele kreative Möglichkeiten. Die einzigen Investitionen, die ich in den nächsten 1 bis 2 Jahren jetzt noch plane, sind einmal ein Lavalier-Mikrofon. Das ist so ein Ansteckmikrofon mit so einem Puschel, wie man das aus dem Fernsehen kennt. Und ein großes Dreibeinstativ. Mehr Geld in Equipment will ich dann erstmal nicht ausgeben. Erstmal muss dieser Kanal laufen und ein bisschen Geld generieren. Das ist das große Ziel. Vielleicht klappt das irgendwann. Und wenn nicht, Hauptsache, es macht Spaß. Gut, das war's dann auch schon. Du bekommst jetzt hier noch das nächste Video angezeigt und kannst meinen Kanal abonnieren, wenn du Lust drauf hast. Schön, dass du es bis hierhin geschafft hast. Ich hoffe, dir hilft das etwas auf deinem weiteren Weg. Mach's gut und vielleicht bis zum nächsten Mal. Winke, winke.